Hallo und herzlich willkommen zu Puring mit Nadine. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mache ich nochmal etwas auf dem Tortendrehteller und zwar insgesamt 4 verschiedene Motive mit auch verschiedenen Techniken. Also lasst euch überraschen. Wenn ihr neu dabei seid, auch nochmal herzlich willkommen. Meine Rezeptur der Anmischung der Farben findet ihr mal unten in der Videobeschreibung und etwas ausführlicher auch in meinen Videos Teil 1 und Teil 9. So, jetzt kommt der erste spannende Teil, das leichte Anheben des Bechers. Wenn ihr euch fragt, wofür die Löcher oben drin sind, warum ich die reingemacht habe, das ist einfach, damit die Farbe etwas leichter ausfließen kann. Ihr seht, dass sich hier auch erste Zellen bilden. Das liegt daran, dass auch etwas Silikonöl den Farben beigemischt ist. Ich verwende hier jetzt auch Farben, die ich von den letzten Purings noch sozusagen in den Becherchen übrig hatte. Und die nehme ich unheimlich gerne, gerade für so kleine Projekte, mal auch um was auszuprobieren. Und das ist immer überraschend, was bei rauskommt, finde ich. Am Ende des Films werde ich euch auch noch zeigen, wie die Bilder trocken und lackiert aussehen. Wenn ihr vorspringen möchtet zu verschiedenen Kapiteln, ich habe euch unten extra die Marker eingefügt. Ich drehe die Leinwand jetzt hier mit und gegen den Uhrzeigersinn, um mal zu schauen, wie sich das Muster entwickelt. Das ist jetzt so eine dünne Metallkette mit Kugeln. Ihr könnt aber auch eine dickere Schnur nehmen, sie in die Farbe tauchen und dann auf die Leinwand legen, in beliebigem Muster, aber so, dass ihr sie dann nach unten wegziehen könnt. Wenn ihr die String-Pull-Technik, so nennt sich das, anwenden möchtet, wäre es sinnvoll, die Untergrundfarbe etwas dünner, also nicht in der Konsistenz, sondern in der Dicke, wie ihr es auftragt, etwas dünner zu haben. Hier ist es jetzt recht dick, ihr seht, dann verschwimmt es stärker. Ist jetzt in diesem Fall bei diesem Bild nicht schlimm, aber wenn ihr so ein reines Blumenbild damit machen möchtet zum Beispiel oder ein Schmetterling, was ja gern gemacht wird, dann wäre das jetzt fatal, wenn der Untergrund so dick ist. Jetzt kommen wir zu dem dritten Motiv, und zwar grundiere ich hier mit dem Weiß und verteile dann die Farben mal schneckenförmig. Habe ich so auch noch nie versucht. Kommt aber echt was Nettes raus. Schaut mal, da kommen schon die ersten Zellen. Ich nehme jetzt hier mit dem Holzspatel etwas Farbe auf und fahre damit nochmal durch das Motiv. Muss man nicht so machen, man kann auch einfach nur so mit dem Holzspatel durchfahren, ohne Farbe.
beim Puring gibt es ja keine Vorschriften in dem Sinne, dass man sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern man probiert, testet und macht, was einem gefällt. Und das ist ja das Schöne an dieser Sache. Jetzt gehe ich noch kurz mit dem Brenner drüber, um das Silikonöl zu aktivieren, und schon gehen die kleinen Zellen auf. Ich finde es von den Farben her wirklich schön frisch, modern, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem vierten und letzten Motiv in diesem Video. Da nehme ich jetzt als Grundfarbe mein Weiß, da war noch ein bisschen Blau übrig, das habe ich einfach mit reingemischt, deswegen haben wir jetzt hier einen hellblauen Untergrund. Das ist jetzt Rot und Silber und noch ein bisschen Hellblau. Jetzt sieht man von der Grundierung nicht mehr viel, aber sie schimmert so ein bisschen durch. Das ist Titanweiß vom Farbton. Dann bessere ich noch die Ecken etwas mit Rot aus, damit die Leinwand nicht durchschimmert. Und das ist wieder mein Schaschlik-Spießchen. Wer Videos von mir kennt, weiß, damit könnte ich stundenlang rumspielen. So sieht das Ergebnis eigentlich schon recht gut aus. Ich bin jetzt aber trotzdem nochmal mit dem Brenner drüber. Ihr seht, was dann passiert. Man kriegt sehr viele Zellen. Von dem Weißen finde ich ein bisschen schade, dass es verloren gegangen ist, aber das Hellblau von der Grundierung, das kommt jetzt wieder durch und das sieht wieder interessant und spannend aus. Hier kommen jetzt nochmal die trockenen Ergebnisse für euch. In meinem Videoteil Nummer 20 könnt ihr auch nochmal einige Motive mit dem Drehteller sehen. Das verlinke ich euch am Ende vom Video. Jetzt kommen gleich noch die Outtakes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Über ein Abo freue ich mich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.